Heute wird es richtig spannend. In diesem Video lernst du alles über den Dativ, von A1 bis B1. Wie stellt man Fragen im Dativ? Welche Verben verlangen den Dativ? Und wie benutzt man Präpositionen wie mit, bei oder nach richtig? Wenn du den Dativ endlich wirklich verstehen willst, dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Los geht's! Einfache Regeln. 1. Im Dativ können wir nicht nach den Sachen fragen. 2. Wenn wir nach den Personen fragen möchten, benutzen wir das Fragewort wem? Jetzt machen wir zusammen Beispiele. Beispiel 1. Ich helfe dem alten Mann. Ich helfe dem alten Mann. Wem helfe ich? Wem helfe ich? Der Computer gehört dem Schüler. Der Computer gehört dem Schüler. Wem gehört der Computer? Wem gehört der Computer? Ich fahre mit dem Nachbar nach Berlin. Ich fahre mit dem Nachbar nach Berlin. Mit wem fahre ich nach Berlin? Mit wem fahre ich nach Berlin? Ich danke der netten Frau. Ich danke der netten Frau. Wem danke ich? Wem danke ich? Ich gratuliere dem kleinen Mädchen zum Geburtstag. Ich gratuliere dem kleinen Mädchen zum Geburtstag. Wem gratulieren Sie zum Geburtstag? Wem gratulieren Sie zum Geburtstag? Das Fahrrad gehört dem Kind. Das Fahrrad gehört dem Kind. Wem gehört das Fahrrad? Wem gehört das Fahrrad? Sarah hilft der netten Nachbarin. Sarah hilft der netten Nachbarin. Wem hilft Sarah? Wem hilft Sarah? Sie schenkt dem Kind ein Spielzeug. Sie schenkt dem Kind ein Spielzeug. Wem schenkt sie ein Spielzeug? Wem schenkt sie ein Spielzeug? Der Arzt gibt dem Patienten ein Rezept. Der Arzt gibt dem Patienten ein Rezept. Wem gibt der Arzt ein Rezept? Wem gibt der Arzt ein Rezept? Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe. Der Lehrer erklärt dem Schüler die Aufgabe. Wem erklärt der Lehrer die Aufgabe? Wem erklärt der Lehrer die Aufgabe?
Der Lehrer spricht mit dem Schüler über die Hausaufgaben. Der Lehrer spricht mit dem Schüler über die Hausaufgaben. Mit wem spricht der Lehrer über die Hausaufgaben? Mit wem spricht der Lehrer über die Hausaufgaben? Der Dozent antwortet den Studenten. Der Dozent antwortet den Studenten. Wem antwortet der Dozent? Wem antwortet der Dozent? Ich helfe meinem Freund. Ich helfe meinem Freund. Wem hilfst du? Wem hilfst du? Wir zeigen den Touristen den Weg. Wir zeigen den Touristen den Weg. Wem zeigen wir den Weg? Wem zeigen wir den Weg? Ich spreche mit meiner Schwester. Ich spreche mit meiner Schwester. Mit wem sprichst du? Mit wem sprichst du? Zusammenfassung. Der Satz: Max zeigt der Frau den Weg. Max zeigt der Frau den Weg. Die Fragestellung im Nominativ: Wer zeigt der Frau den Weg? Wer zeigt der Frau den Weg? Die Fragestellung im Akkusativ: Was zeigt Max der Frau? Was zeigt Max der Frau? Die Fragestellung im Dativ: Wem zeigt Max den Weg? Wem zeigt Max den Weg? In diesem Video behandeln wir die reflexiven Verben und Pronomen. Außerdem erkläre ich euch, wann ein reflexives Pronomen im Akkusativ oder Dativ steht. Und jetzt geht's los. Die Regel: Ein reflexives Verb drückt eine Tätigkeit eines Subjekts aus, die sich auf das Subjekt selbst bezieht. Das grammatische Subjekt und das grammatische Objekt sind identisch. Ich gebe euch Beispiele, um diese beiden Regeln zu verstehen. Sich waschen und sich etwas waschen. Ich wasche mich täglich. Ich wasche mich täglich. Ich ist das Subjekt und mich ist das Objekt, und beide sind dieselbe Person. Ich bin die Person, und ich wasche mich. Also sind das Subjekt und das Objekt identisch. Du wäschst dir die Hände. Du wäschst dir die Hände. Du bist das Subjekt, und dir ist das erste Objekt, während die Hände das zweite Objekt sind. In diesem Beispiel sind du und dir dieselbe Person. Also sind das Subjekt und das erste Objekt, dir, das reflexive Pronomen im Dativ, identisch.
Wie wir bereits aus den letzten Beispielen bemerkt haben, benötigt ein reflexives Verb ein reflexives Pronomen. Und die gute Nachricht ist, dass sie sich nur in der ersten und zweiten Person Singular unterscheiden. Die Herausforderung liegt also bei den ersten beiden reflexiven Pronomen, mich und mir sowie dich und dir. Sich rasieren und sich etwas rasieren. Ich rasiere mich jeden Morgen. Ich rasiere mich jeden Morgen. Sich rasieren wird verwendet, wenn der Fokus auf dem allgemeinen Akt des Rasierens liegt, ohne auf einen spezifischen Teil des Körpers einzugehen. Ich rasiere mir den Bart. Ich rasiere mir den Bart. Sich etwas rasieren wird verwendet, wenn man präzise angibt, welchen Teil des Körpers man rasiert. Sich kämmen und sich etwas kämmen. Sie kämmt sich. Sie kämmt sich. Sie kämmt sich die Haare. Sie kämmt sich die Haare. Sich anziehen und sich etwas anziehen. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mir einen Mantel an. Ich ziehe mir einen Mantel an. Hören Sie Jakobs Tagesablauf und bemerken Sie die Verben. Um 9 Uhr ist Jakob aufgestanden. Danach hat er sich geduscht. Um 9 Uhr und 30 Minuten hat er gefrühstückt. Um 9 Uhr und 45 Minuten ist er mit dem Auto zur Uni gefahren. Dort hat Jakob 2 Vorlesungen besucht. In der Pause hat er sich mit einem Freund unterhalten. Nach dem Mittagessen hat er sich auf eine Präsentation zum Thema Literatur in der Schweiz vorbereitet. Jakob hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es ist sein Lieblingsthema. Danach hat Jakob eine Bewerbung geschrieben. Er hat sich um einen Praktikumsplatz bei einer Zeitung beworben. Abends ist er ausgegangen und hat sich unsterblich in Anna verliebt. Um 9 Uhr ist Jakob aufgestanden. Danach hat er sich geduscht. Um 9 Uhr und 30 Minuten hat er gefrühstückt. Um 9 Uhr und 45 Minuten ist er mit dem Auto zur Uni gefahren. Dort hat Jakob 2 Vorlesungen besucht. In der Pause hat er sich mit einem Freund unterhalten. Nach dem Mittagessen hat er sich auf eine Präsentation zum Thema Literatur in der Schweiz vorbereitet. Jakob hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es ist sein Lieblingsthema. Danach hat Jakob eine Bewerbung geschrieben. Er hat sich um einen Praktikumsplatz bei einer Zeitung beworben. Abends ist er ausgegangen und hat sich unsterblich in Anna verliebt. Lasst uns zusammen üben. Lesen Sie den folgenden Text und ergänzen Sie die Reflexivpronomen. Emils Tag beginnt um 7 Uhr. Er steht auf. Danach duscht er. Und frühstückt gegen 7:30 Uhr. Nach dem Frühstück zieht er an und fährt zur Arbeit. Um 10:30 Uhr hat er seine erste Pause. In der Pause unterhält er gerne mit Julia. Emil und Julia ärgern
Manchmal über die vielen Besprechungen und den Chef. Julia bewirbt. Gerade bei einer anderen Firma. Sie interessiert für die Arbeit mit anderen Menschen und möchte nicht immer nur im Büro sitzen. Abends treffen Julia und Emil oft in einem kleinen Restaurant. Dort reden sie viel über das Leben und die Zukunft. Emils Tag beginnt um 7 Uhr. Er steht auf. Danach duscht er sich und frühstückt gegen 7:30 Uhr. Nach dem Frühstück zieht er sich an und fährt zur Arbeit. Um 10:30 Uhr hat er seine erste Pause. In der Pause unterhält er sich gerne mit Julia. Emil und Julia ärgern sich manchmal über die vielen Besprechungen und den Chef. Julia bewirbt sich gerade bei einer anderen Firma. Sie interessiert sich für die Arbeit mit anderen Menschen und möchte nicht immer nur im Büro sitzen. Abends treffen sich Julia und Emil oft in einem kleinen Restaurant. Dort reden sie viel über das Leben und die Zukunft. Übung 2. Ergänze das richtige Reflexivpronomen. Meine Frau und ich interessieren für Filme. Wir gehen oft ins Kino. Schön, dass du mich am Wochenende besuchst. Ich freue schon darauf, dich zu sehen. Hey, ihr müsst beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Fühlst du gut? Du siehst sehr müde aus. Herr und Frau Koch kümmern gemeinsam um den Haushalt. Herr Bauer, ärgern Sie auch über das Essen in der Kantine? Meine Frau und ich interessieren uns für Filme. Wir gehen oft ins Kino. Schön, dass du mich am Wochenende besuchst. Ich freue mich schon darauf, dich zu sehen. Hey, ihr müsst euch beeilen, sonst verpassen wir den Zug. Fühlst du dich gut? Du siehst sehr müde aus. Herr und Frau Koch kümmern sich gemeinsam um den Haushalt. Herr Bauer, ärgern Sie sich auch über das Essen in der Kantine? Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute sprechen wir über 25 wichtige Verben mit Dativ und 30 Verben mit Dativpräpositionen. Diese Verben sind besonders wichtig für den Alltag und helfen euch, euer Deutsch auf das nächste Level zu bringen. Bleibt dran, um die wichtigsten Verben zu lernen, die ihr für Konversationen und Grammatik braucht. Los geht's! Die Uhr steht auf dem Tisch. Verb stehen. Singular. Ich stehe. Du stehst. Sie stehen. Er, sie, es steht. Plural. Wir stehen. Ihr steht. Sie stehen. Die Lampe steht neben dem Sofa. Die Lampe steht neben dem Sofa. Der Tisch steht in der Küche. Der Tisch steht in der Küche. Der Hund steht vor der Tür.
Der Hund steht vor der Tür. Der Stuhl steht zwischen den Tischen. Der Stuhl steht zwischen den Tischen. Das Buch gefällt mir. Verb gefallen. Singular. Ich gefalle. Du gefällst. Sie gefallen. Er, sie, es gefällt. Plural. Wir gefallen. Ihr gefällt. Sie gefallen. Gefällt dir die Brille? Gefällt dir die Brille? Hat dir der Anzug gefallen? Hat dir der Anzug gefallen? Das Essen gefällt uns. Das Essen gefällt uns. Das Geschenk gefällt Ihnen. Das Geschenk gefällt Ihnen. Das Kissen liegt auf dem Sofa. Verb liegen. Singular. Ich liege. Du liegst. Sie liegen. Er, sie, es liegt. Plural. Wir liegen. Ihr liegt. Sie liegen. Die Schlüssel liegen auf dem Regal. Die Schlüssel liegen auf dem Regal. Die Papiere liegen hinter dem Computer. Die Papiere liegen hinter dem Computer. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Der Brief liegt in der Schublade. Der Brief liegt in der Schublade. Er sitzt im Sessel. Verb sitzen. Singular. Ich sitze. Du sitzt. Sie sitzen. Er, sie, es sitzt. Plural. Wir sitzen. Ihr sitzt. Sie sitzen. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Die Kinder sitzen im Klassenzimmer. Die Kinder sitzen im Klassenzimmer. Sie sitzt neben dem Tisch. Sie sitzt neben dem Tisch. Wir sitzen im Garten. Wir sitzen im Garten. Bitte hören Sie mir zu. Verb zuhören. Singular. Ich höre zu. Du hörst zu. Sie hören zu. Er, sie, es hört zu. Plural. Wir hören zu. Ihr hört zu. Sie hören zu. Du hörst der Musik aufmerksam zu. Du hörst der Musik aufmerksam zu. Wir hören den Nachrichten im Radio zu. Wir hören den Nachrichten im Radio zu. Kannst du mir bitte nur ganz kurz zuhören? Kannst du mir bitte nur ganz kurz zuhören? Er hört seinem Lehrer im Unterricht zu. Er hört seinem Lehrer im Unterricht zu. Ich sage der Einladung zu. Verb zusagen. Singular. Ich sage zu. Du sagst zu.
Sie sagen zu. Er, sie, es sagt zu. Plural. Wir sagen zu. Ihr sagt zu. Sie sagen zu. Du sagst dem Angebot zu. Du sagst dem Angebot zu. Wir sagen dem Plan der Gruppe zu. Wir sagen dem Plan der Gruppe zu. Er sagt dem Vorschlag der Firma zu. Er sagt dem Vorschlag der Firma zu. Lärm schadet den Ohren. Verb schaden. Singular. Ich schade. Du schadest. Sie schaden. Er, sie, es schadet. Plural. Wir schaden. Ihr schadet. Sie schaden. Rauchen schadet unserer Gesundheit. Rauchen schadet unserer Gesundheit. Zu viel Sonne schadet der Haut. Zu viel Sonne schadet der Haut. Falsche Ernährung schadet dem Körper. Falsche Ernährung schadet dem Körper. Alkohol schadet dem Gehirn. Alkohol schadet dem Gehirn. Stress schadet dem Immunsystem. Stress schadet dem Immunsystem. Ich vertraue meinem besten Freund. Verb vertrauen. Singular. Ich vertraue. Du vertraust. Sie vertrauen. Er, sie, es vertraut. Plural. Wir vertrauen. Ihr vertraut. Sie vertrauen. Ich kann meiner Schwester absolut vertrauen. Ich kann meiner Schwester absolut vertrauen. Er vertraut seinem Arzt vollkommen. Er vertraut seinem Arzt vollkommen. Ich kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann niemandem mehr vertrauen. Wir vertrauen auf die Unterstützung unserer Familie. Wir vertrauen auf die Unterstützung unserer Familie. Ich verzeihe dir deine Fehler. Verb verzeihen. Singular. Ich verzeihe. Du verzeihst. Sie verzeihen. Er, sie, es verzeiht. Plural. Wir verzeihen. Ihr verzeiht. Sie verzeihen. Er verzeiht ihr, dass sie zu spät gekommen ist. Er verzeiht ihr, dass sie zu spät gekommen ist. Du verzeihst ihm seine Unhöflichkeit. Du verzeihst ihm seine Unhöflichkeit. Ihr verzeiht den Fehler des Kollegen. Ihr verzeiht den Fehler des Kollegen. Das Handtuch hängt an der Stange. Verb hängen. Singular. Ich hänge. Du hängst. Sie hängen. Er, sie, es hängt. Plural. Wir hängen.
Ihr hängt. Sie hängen. Das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Der Schlüssel hängt an der Wand. Der Schlüssel hängt an der Wand. Die Uhr hängt über dem Sofa. Die Uhr hängt über dem Sofa. Die Jacke hängt in der Garderobe. Die Jacke hängt in der Garderobe. Sie steckt den Stift in die Tasche. Verb stecken. Singular. Ich stecke. Du steckst. Sie stecken. Er, sie, es steckt. Plural. Wir stecken. Ihr steckt. Sie stecken. Die Karte steckt im Briefkasten. Die Karte steckt im Briefkasten. Die Dokumente stecken im Ordner. Die Dokumente stecken im Ordner. Ich stimme deinem Vorschlag zu. Verb zustimmen. Singular. Ich stimme zu. Du stimmst zu. Sie stimmen zu. Er, sie, es stimmt zu. Plural. Wir stimmen zu. Ihr stimmt zu. Sie stimmen zu. Er stimmt der Entscheidung des Chefs zu. Er stimmt der Entscheidung des Chefs zu. Ich stimme dir nicht zu. Ich stimme dir nicht zu. Du stimmst dem Plan der Gruppe zu. Du stimmst dem Plan der Gruppe zu. Wir stimmen den Änderungen im Vertrag zu. Wir stimmen den Änderungen im Vertrag zu. Singular. Ich begegne. Du begegnest. Sie begegnen. Er, sie, es begegnet. Plural. Wir begegnen. Ihr begegnet. Sie begegnen. Am Wochenende ist Jakob seiner Ex-Freundin im Park begegnet. Am Wochenende ist Jakob seiner Ex-Freundin im Park begegnet. Gestern bin ich beim Einkaufen einem Schauspieler begegnet. Gestern bin ich beim Einkaufen einem Schauspieler begegnet. Wir begegnen Schwierigkeiten auf unserer Reise. Wir begegnen Schwierigkeiten auf unserer Reise. Du begegnest oft neuen Menschen bei der Arbeit. Du begegnest oft neuen Menschen bei der Arbeit. Sie ähnelt ihrer Mutter. Verb ähneln. Singular. Ich ähnele. Du ähnelst. Sie ähneln. Er, sie, es ähnelt. Plural. Wir ähneln. Ihr ähnelt. Sie ähneln. Das neue Gebäude ähnelt dem alten. Das neue Gebäude ähnelt dem alten. Er ähnelt seinem Vater sehr. Er ähnelt seinem Vater sehr. Die Kinder ähneln ihrer Mutter. Die Kinder ähneln ihrer Mutter.
Die Zwillinge ähneln sich. Die Zwillinge ähneln sich. Er schmeichelt seiner Chefin. Verb schmeicheln. Singular. Ich schmeichle. Du schmeichelst. Sie schmeicheln. Er, sie, es schmeichelt. Plural. Wir schmeicheln. Ihr schmeichelt. Sie schmeicheln. Ich schmeichle dir, weil du so gut aussiehst. Ich schmeichle dir, weil du so gut aussiehst. Wir schmeicheln den Kunden, um ihren Kauf zu sichern. Wir schmeicheln den Kunden, um ihren Kauf zu sichern. Er schmeichelt seiner Freundin mit Komplimenten. Er schmeichelt seiner Freundin mit Komplimenten. Wir schmeicheln dem Publikum. Wir schmeicheln dem Publikum. Das Essen schmeckt dem Kind. Das Essen schmeckt dem Kind. Verb schmecken. Singular. Ich schmecke. Du schmeckst. Sie schmecken. Er, sie, es schmeckt. Plural. Wir schmecken. Ihr schmeckt. Sie schmecken. Die Suppe schmeckt den Gästen. Die Suppe schmeckt den Gästen. Der Kaffee schmeckt dem Mann. Der Kaffee schmeckt dem Mann. Der Kuchen schmeckt der Frau. Der Kuchen schmeckt der Frau. Das Hemd passt dem Jungen. Das Hemd passt dem Jungen. Verb passen. Singular. Ich passe. Du passt. Sie passen. Er, sie, es passt. Plural. Wir passen. Ihr passt. Sie passen. Die Kleider passen den Mädchen. Die Kleider passen den Mädchen. Der Mantel passt der Frau. Der Mantel passt der Frau. Die Schuhe passen dem Mann. Die Schuhe passen dem Mann. Ich helfe dem Mann. Ich helfe dem Mann. Verb helfen. Singular. Ich helfe. Du hilfst. Sie helfen. Er, sie, es hilft. Plural. Wir helfen. Ihr helft. Sie helfen. Du hilfst der Frau. Du hilfst der Frau. Er hilft dem Kind. Er hilft dem Kind. Wir helfen den Eltern. Wir helfen den Eltern. Ich glaube dem Freund. Ich glaube dem Freund. Verb glauben. Singular. Ich glaube. Du glaubst. Sie glauben. Er, sie, es glaubt. Plural. Wir glauben. Ihr glaubt. Sie glauben. Du glaubst der Geschichte.
Du glaubst der Geschichte. Der glaubt dem Lehrer. Der glaubt dem Lehrer. Wir glauben den Nachrichten. Wir glauben den Nachrichten. Verb träumen plus von. Ich träume von einer Reise um die Welt. Ich träume von einer Reise um die Welt. Sie träumt von einem eigenen Haus. Sie träumt von einem eigenen Haus. Wir träumen von einer besseren Zukunft. Wir träumen von einer besseren Zukunft. Viele Menschen träumen von Frieden. Viele Menschen träumen von Frieden. Er träumt von einem neuen Auto. Er träumt von einem neuen Auto. Verb erzählen plus von. Sie erzählt oft von ihrer Kindheit. Sie erzählt oft von ihrer Kindheit. Er erzählte uns von seinem letzten Urlaub. Er erzählte uns von seinem letzten Urlaub. Kannst du mir von deinem Tag erzählen? Kannst du mir von deinem Tag erzählen? Die Kinder erzählen von ihren Abenteuern. Die Kinder erzählen von ihren Abenteuern. Mein Großvater erzählt oft von früher. Mein Großvater erzählt oft von früher. Verb abhängen plus von. Der Erfolg hängt von harter Arbeit ab. Der Erfolg hängt von harter Arbeit ab. Alles hängt von der Entscheidung ab. Alles hängt von der Entscheidung ab. Der Preis hängt von der Qualität ab. Der Preis hängt von der Qualität ab. Das Wetter hängt oft von der Jahreszeit ab. Das Wetter hängt oft von der Jahreszeit ab. Es hängt von dir ab, was wir tun. Es hängt von dir ab, was wir tun. Verb sich verabschieden plus von. Ich habe mich von meinen Freunden verabschiedet. Ich habe mich von meinen Freunden verabschiedet. Sie verabschiedet sich von ihrer Familie. Sie verabschiedet sich von ihrer Familie. Er verabschiedete sich höflich von den Gästen. Er verabschiedete sich höflich von den Gästen. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Die Kinder verabschieden sich von ihren Lehrern. Die Kinder verabschieden sich von ihren Lehrern. Verb fragen plus nach. Er fragt nach dem Weg. Er fragt nach dem Weg. Sie hat nach dir gefragt. Sie hat nach dir gefragt. Er fragt immer nach neuen Projekten. Er fragt immer nach neuen Projekten. Ich werde nach dem Preis fragen.
Ich werde nach dem Preis fragen. Wir fragen nach der Uhrzeit. Wir fragen nach der Uhrzeit. Verb suchen und nach. Ich suche nach meinem Schlüssel. Ich suche nach meinem Schlüssel. Wir suchen nach einer Lösung. Wir suchen nach einer Lösung. Sie sucht nach einem neuen Job. Sie sucht nach einem neuen Job. Er sucht nach seinem Hund im Park. Er sucht nach seinem Hund im Park. Die Kinder suchen nach dem Ball. Die Kinder suchen nach dem Ball. Verb sich erkundigen und nach. Er erkundigt sich nach dem Wetter. Er erkundigt sich nach dem Wetter. Ich möchte mich nach den Preisen erkundigen. Ich möchte mich nach den Preisen erkundigen. Sie erkundigt sich nach den Öffnungszeiten. Sie erkundigt sich nach den Öffnungszeiten. Wir erkundigen uns nach dem Busfahrplan. Wir erkundigen uns nach dem Busfahrplan. Er erkundigte sich nach den Hotelbedingungen. Er erkundigte sich nach den Hotelbedingungen. Verb riechen und nach. Es riecht nach frischem Brot. Es riecht nach frischem Brot. Der Kuchen riecht nach Schokolade. Der Kuchen riecht nach Schokolade. Hier riecht es nach Blumen. Hier riecht es nach Blumen. Das Parfüm riecht nach Rosen. Das Parfüm riecht nach Rosen. Die Luft riecht nach Regen. Die Luft riecht nach Regen. Verb schmecken und nach. Das Eis schmeckt nach Vanille. Das Eis schmeckt nach Vanille. Der Tee schmeckt nach Minze. Der Tee schmeckt nach Minze. Diese Suppe schmeckt nach Gemüse. Diese Suppe schmeckt nach Gemüse. Das Wasser schmeckt nach Zitrone. Das Wasser schmeckt nach Zitrone. Der Kuchen schmeckt nach Erdbeeren. Der Kuchen schmeckt nach Erdbeeren. Verb gratulieren und zu. Ich gratuliere dir zum neuen Job. Ich gratuliere dir zum neuen Job. Wir gratulieren ihm zum gewonnenen Preis. Wir gratulieren ihm zum gewonnenen Preis. Meine Eltern gratulieren mir zum bestandenen Examen. Meine Eltern gratulieren mir zum bestandenen Examen. Die Lehrerin gratuliert den Schülern zum guten Ergebnis. Die Lehrerin gratuliert den Schülern zum guten Ergebnis. Wir gratulieren euch zur Hochzeit. Wir gratulieren euch zur Hochzeit. Verb zählen plus zu. Dieses Buch zählt zu den wichtigsten Werken der Literatur. Dieses Buch zählt zu den wichtigsten Werken der Literatur.
Sie zählt zu den besten Mitarbeitern in der Firma. Sie zählt zu den besten Mitarbeitern in der Firma. Das Gebäude zählt zu den ältesten in der Stadt. Das Gebäude zählt zu den ältesten in der Stadt. Er zählt zu meinen besten Freunden. Er zählt zu meinen besten Freunden. Dieser Film zählt zu den Klassikern. Dieser Film zählt zu den Klassikern. Verb gehören plus zu. Dieser Schlüssel gehört zu meiner Wohnung. Dieser Schlüssel gehört zu meiner Wohnung. Die Katze gehört zu der Familie. Die Katze gehört zu der Familie. Dieses Buch gehört zu meiner Sammlung. Dieses Buch gehört zu meiner Sammlung. Er gehört zu unserem Team. Er gehört zu unserem Team. Sie gehört zu den besten Künstlern in der Stadt. Sie gehört zu den besten Künstlern in der Stadt. Verb einladen plus zu. Ich lade dich zum Essen ein. Ich lade dich zum Essen ein. Wir laden alle Freunde zur Party ein. Wir laden alle Freunde zur Party ein. Meine Schwester lädt uns zur Feier ein. Meine Schwester lädt uns zur Feier ein. Sie lädt ihre Kollegen zum Mittagessen ein. Sie lädt ihre Kollegen zum Mittagessen ein. Der Lehrer lädt die Schüler zur Ausstellung ein. Der Lehrer lädt die Schüler zur Ausstellung ein. Ich nehme an dem Deutschkurs teil. Ich nehme an dem Deutschkurs teil. Verb teilnehmen plus an. Viele Sportler nehmen an dem Wettkampf teil. Viele Sportler nehmen an dem Wettkampf teil. Hast du schon einmal an einer Konferenz teilgenommen? Hast du schon einmal an einer Konferenz teilgenommen? Sie hat an der Diskussion nicht teilgenommen. Sie hat an der Diskussion nicht teilgenommen. Die Schüler nehmen gerne an Projekten teil. Die Schüler nehmen gerne an Projekten teil. Er leidet an einer schweren Krankheit. Er leidet an einer schweren Krankheit. Verb leiden plus an. Viele Menschen leiden an Allergien. Viele Menschen leiden an Allergien. Sie leidet an Stress wegen der Arbeit. Sie leidet an Stress wegen der Arbeit. Meine Oma leidet an hohem Blutdruck. Meine Oma leidet an hohem Blutdruck.
Er leidet an Schlaflosigkeit seit Wochen. Er leidet an Schlaflosigkeit seit Wochen. Er ist an Krebs gestorben. Er ist an Krebs gestorben. Färbsterben plus an. Viele Menschen sterben an Herzkrankheiten. Viele Menschen sterben an Herzkrankheiten. Im Winter sterben viele Tiere an Kälte. Im Winter sterben viele Tiere an Kälte. Der Patient starb an einer Infektion. Der Patient starb an einer Infektion. Sie ist an den Folgen des Unfalls gestorben. Sie ist an den Folgen des Unfalls gestorben. Er beteiligt sich aktiv an dem Projekt. Er beteiligt sich aktiv an dem Projekt. Färb sich beteiligen plus an. Wir möchten uns an der Diskussion beteiligen. Wir möchten uns an der Diskussion beteiligen. Jeder sollte sich an der Gruppenarbeit beteiligen. Jeder sollte sich an der Gruppenarbeit beteiligen. Hast du dich an der Spendenaktion beteiligt? Hast du dich an der Spendenaktion beteiligt? Sie hat sich nicht an dem Treffen beteiligt. Sie hat sich nicht an dem Treffen beteiligt. Er ruft bei der Firma an, um sich zu bewerben. Er ruft bei der Firma an, um sich zu bewerben. Färb anrufen plus bei. Ich habe gestern bei meiner Freundin angerufen. Ich habe gestern bei meiner Freundin angerufen. Hast du schon bei deinen Eltern angerufen? Hast du schon bei deinen Eltern angerufen? Wir müssen bei der Hotline anrufen, um Hilfe zu bekommen. Wir müssen bei der Hotline anrufen, um Hilfe zu bekommen. Sie hat bei der Schule angerufen, um den Termin zu bestätigen. Sie hat bei der Schule angerufen, um den Termin zu bestätigen. Er arbeitet bei einer großen Firma. Er arbeitet bei einer großen Firma. Färb arbeiten plus bei. Ich arbeite seit 3 Jahren bei dieser Schule. Ich arbeite seit 3 Jahren bei dieser Schule. Sie arbeitet bei einer Bank als Managerin. Sie arbeitet bei einer Bank als Managerin.
Mein Bruder arbeitet bei einer IT-Firma. Mein Bruder arbeitet bei einer IT-Firma. Viele Leute arbeiten gerne bei internationalen Unternehmen. Viele Leute arbeiten gerne bei internationalen Unternehmen. Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen? Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen? Verb helfen plus bei. Er hilft seiner Mutter bei der Gartenarbeit. Er hilft seiner Mutter bei der Gartenarbeit. Wir helfen unseren Freunden bei ihrem Umzug. Wir helfen unseren Freunden bei ihrem Umzug. Sie hat ihm bei der Prüfungsvorbereitung geholfen. Sie hat ihm bei der Prüfungsvorbereitung geholfen. Der Lehrer hilft den Schülern bei schwierigen Aufgaben. Der Lehrer hilft den Schülern bei schwierigen Aufgaben. Er hat sich bei der Bank beworben. Er hat sich bei der Bank beworben. Verb sich bewerben plus bei. Ich habe mich bei einer großen Firma beworben. Ich habe mich bei einer großen Firma beworben. Hast du dich schon bei der Universität beworben? Hast du dich schon bei der Universität beworben? Sie möchte sich bei einem internationalen Unternehmen bewerben. Sie möchte sich bei einem internationalen Unternehmen bewerben. Mein Bruder hat sich bei vielen Firmen beworben. Mein Bruder hat sich bei vielen Firmen beworben. Ich entschuldige mich bei Ihnen für die Verspätung. Ich entschuldige mich bei Ihnen für die Verspätung. Wir entschuldigen uns bei Ihnen für die Störung. Wir entschuldigen uns bei Ihnen für die Störung. Du entschuldigst dich bei deiner Freundin für den Fehler. Du entschuldigst dich bei deiner Freundin für den Fehler. Er entschuldigt sich bei seinem Chef für den Fehler im Bericht. Er entschuldigt sich bei seinem Chef für den Fehler im Bericht. Wir entschuldigen uns bei unseren Nachbarn für den Lärm. Wir entschuldigen uns bei unseren Nachbarn für den Lärm. Sie sprechen mit dem Chef. Verb sprechen mit. Ich spreche mit. Du sprichst mit. Er, sie, es spricht mit. Wir sprechen mit. Ihr sprecht mit. Sie sprechen mit. Ich spreche jeden Tag mit meiner Mutter. Ich spreche jeden Tag mit meiner Mutter. Hast du schon mit dem Lehrer gesprochen?
Hast du schon mit dem Lehrer gesprochen? Wir haben lange mit dem Kunden gesprochen. Wir haben lange mit dem Kunden gesprochen. Sie spricht gerne mit ihren Freunden über Bücher. Sie spricht gerne mit ihren Freunden über Bücher. Ich fange mit meinem Projekt an. Verb anfangen mit. Ich fange mit an. Du fängst mit an. Er, sie, es fängt mit an. Wir fangen mit an. Ihr fangt mit an. Sie fangen mit an. Er fängt mit der Arbeit an. Er fängt mit der Arbeit an. Katja hat letzten Monat mit ihrer Arbeit angefangen. Katja hat letzten Monat mit ihrer Arbeit angefangen. Sie fangen mit dem Training an. Sie fangen mit dem Training an. Ich fange nächste Woche mit meinem B1-Kurs an. Ich fange nächste Woche mit meinem B1-Kurs an. Du hörst mit dem Arbeiten auf. Verb aufhören mit. Ich höre mit auf. Du hörst mit auf. Er, sie, es hört mit auf. Wir hören mit auf. Ihr hört mit auf. Sie hören mit auf. Ich höre mit dem Rauchen auf. Ich höre mit dem Rauchen auf. Sie hören mit dem Spielen auf. Sie hören mit dem Spielen auf. Er hört mit dem Training auf. Er hört mit dem Training auf. Du hörst mit dem Lesen auf. Du hörst mit dem Lesen auf. Kannst du mit dem Kunden telefonieren? Verb telefonieren mit. Ich telefoniere mit. Du telefonierst mit. Er, sie, es telefoniert mit. Wir telefonieren mit. Ihr telefoniert mit. Sie telefonieren mit. Ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert. Ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert. Er telefoniert gerade mit seinem Freund. Er telefoniert gerade mit seinem Freund. Sie telefoniert jeden Abend mit ihrer Mutter. Sie telefoniert jeden Abend mit ihrer Mutter. Ich habe vor, morgen mit meiner Tante zu telefonieren. Ich habe vor, morgen mit meiner Tante zu telefonieren. Ich unterhalte mich mit meiner Lehrerin. Verb sich unterhalten mit. Ich unterhalte mich mit. Du unterhältst dich mit. Er, sie, es unterhält sich mit. Wir unterhalten uns mit. Ihr unterhaltet euch mit.
Sie unterhalten sich mit. Er hat sich gestern mit seinem Chef unterhalten. Er hat sich gestern mit seinem Chef unterhalten. Sie haben sich lange mit den Nachbarn unterhalten. Sie haben sich lange mit den Nachbarn unterhalten. Du unterhältst dich oft mit deinen Freunden. Du unterhältst dich oft mit deinen Freunden. Sie unterhält sich oft mit ihren Freunden. Sie unterhält sich oft mit ihren Freunden. Du beschäftigst dich viel mit deinen Kindern. Verb sich beschäftigen mit. Ich beschäftige mich mit. Du beschäftigst dich mit. Es beschäftigt sich mit. Wir beschäftigen uns mit. Ihr beschäftigt euch mit. Sie beschäftigen sich mit. Ich beschäftige mich gerade mit einem neuen Projekt. Ich beschäftige mich gerade mit einem neuen Projekt. Er hat sich den ganzen Tag mit seinen Aufgaben beschäftigt. Er hat sich den ganzen Tag mit seinen Aufgaben beschäftigt. Sie beschäftigen sich mit Umweltschutz. Sie beschäftigen sich mit Umweltschutz. Wir beschäftigen uns oft mit neuen Ideen. Wir beschäftigen uns oft mit neuen Ideen. Ich streite mich oft mit meinem Bruder. Verb sich streiten mit. Ich streite mich mit. Du streitest dich mit. Es streitet sich mit. Wir streiten uns mit. Ihr streitet euch mit. Sie streiten sich mit. Er hat sich gestern mit seiner Freundin gestritten. Er hat sich gestern mit seiner Freundin gestritten. Sie haben sich über das Thema mit ihren Kollegen gestritten. Sie haben sich über das Thema mit ihren Kollegen gestritten. Du streitest dich immer mit deiner Schwester. Du streitest dich immer mit deiner Schwester. Wir streiten uns manchmal mit unseren Nachbarn. Wir streiten uns manchmal mit unseren Nachbarn. Ich treffe mich morgen mit meiner Freundin. Verb sich treffen mit. Ich treffe mich mit. Du triffst dich mit. Es trifft sich mit. Wir treffen uns mit. Ihr trefft euch mit. Sie treffen sich mit. Er hat sich gestern mit seinem alten Freund getroffen. Er hat sich gestern mit seinem alten Freund getroffen. Wir treffen uns jedes Wochenende mit unseren Freunden. Wir treffen uns jedes Wochenende mit unseren Freunden.
Sie haben sich mit den Nachbarn im Park getroffen. Sie haben sich mit den Nachbarn im Park getroffen. Du triffst dich heute Abend mit deinen Kollegen. Du triffst dich heute Abend mit deinen Kollegen. Ich tanze gerne mit meiner Freundin. Verb tanzen mit. Ich tanze mit. Du tanzt mit. Er, sie, es tanzt mit. Wir tanzen mit. Ihr tanzt mit. Sie tanzen mit. Du tanzt oft mit deinen Freunden auf Partys. Du tanzt oft mit deinen Freunden auf Partys. Er hat mit seiner Mutter auf der Hochzeit getanzt. Er hat mit seiner Mutter auf der Hochzeit getanzt. Sie haben bis spät in die Nacht mit ihren Freunden getanzt. Sie haben bis spät in die Nacht mit ihren Freunden getanzt. Ich rede oft mit meinem Lehrer über die Schule. Verb reden mit. Ich rede mit. Du redest mit. Er, sie, es redet mit. Wir reden mit. Ihr redet mit. Sie reden mit. Du redest immer mit deinem Freund über Sport. Du redest immer mit deinem Freund über Sport. Wir reden oft mit unseren Eltern am Wochenende. Wir reden oft mit unseren Eltern am Wochenende. Sie haben mit dem Chef über das neue Projekt geredet. Sie haben mit dem Chef über das neue Projekt geredet. Ich antworte dem Lehrer. Ich antworte dem Lehrer. Verb antworten. Singular. Ich antworte. Du antwortest. Sie antworten. Er, sie, es antwortet. Plural. Wir antworten. Ihr antwortet. Sie antworten. Du antwortest der Mutter. Du antwortest der Mutter. Er antwortet dem Kollegen. Er antwortet dem Kollegen. Wir antworten den Kindern. Wir antworten den Kindern. Stift fehlt dem Schüler. Der Stift fehlt dem Schüler. Verb fehlen. Singular. Ich fehle. Du fehlst. Sie fehlen. Er, sie, es fehlt. Plural. Wir fehlen. Ihr fehlt. Sie fehlen. Die Brille fehlt der Frau. Die Brille fehlt der Frau. Der Schlüssel fehlt den Eltern. Der Schlüssel fehlt den Eltern. Das Buch fehlt dem Lehrer. Das Buch fehlt dem Lehrer. Ich danke dem Lehrer. Ich danke dem Lehrer. Verb danken.
Singular. Ich danke. Du dankst. Sie danken. Er, sie, es dankt. Plural. Wir danken. Ihr dankt. Sie danken. Du dankst der Mutter. Du dankst der Mutter. Er dankt dem Freund. Er dankt dem Freund. Wir danken den Gästen. Wir danken den Gästen. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich folge dem Auto. Ich folge dem Auto. Verb folgen. Singular. Ich folge. Du folgst. Sie folgen. Er, sie, es folgt. Plural. Wir folgen. Ihr folgt. Sie folgen. Du folgst der Katze. Du folgst der Katze. Sie folgt dem Hund. Sie folgt dem Hund. Wir folgen den Anweisungen. Wir folgen den Anweisungen. Das Buch gehört dem Kind. Das Buch gehört dem Kind. Verb gehören. Singular. Ich gehöre. Du gehörst. Sie gehören. Er, sie, es gehört. Plural. Wir gehören. Ihr gehört. Sie gehören. Das Auto gehört der Frau. Das Auto gehört der Frau. Der Hund gehört dem Mann. Der Hund gehört dem Mann. Die Bücher gehören den Schülern. Die Bücher gehören den Schülern. Ich gratuliere dem Gewinner. Ich gratuliere dem Gewinner. Verb gratulieren. Singular. Ich gratuliere. Du gratulierst. Sie gratulieren. Er, sie, es gratuliert. Plural. Wir gratulieren. Ihr gratuliert. Sie gratulieren. Du gratulierst der Freundin. Du gratulierst der Freundin. Er gratuliert dem Team. Er gratuliert dem Team. Wir gratulieren den Eltern. Wir gratulieren den Eltern. Super! Jetzt kennst du die wichtigsten Dativfragen, Verben und Präpositionen von A1 bis B1. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal für mehr spannende Deutschlektionen. Und schreib mir in die Kommentare, welche Dativfrage benutzt du am häufigsten im Alltag? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!